Moin Leute, ich möchte euch heute gerne zwei wirklich außergewöhnliche und sehr spezielle Nischendüfte vorstellen, nämlich einmal Raffi von der Marke Naso di Razza und einmal Tabaco Smeraldo von Miguel Matos. Ja, wir starten direkt mit Raffi und der Flakon-Präsentation. Ja, ihr seht ja selbst, hier haben wir ein sehr außergewöhnliches und spezielles Design. Das muss man natürlich mögen, das ist Geschmackssache. Ich finde es aber toll, weil es einfach mal etwas anderes ist. Der Flakon ist schwer und massiv. Wir haben hier eine tolle Glasqualität. Der Deckel ist auch relativ schwer und massiv. Natürlich durch das Design auch ja außergewöhnlich. Und wir haben hier auch einen tollen Zerstäuber. Ja, aber wie sage ich immer so schön, natürlich geht es primär immer um den Duft und um die Duft-DNA. Und es ist eine sehr spezielle DNA, nichts für einen Blind Buy, also unbedingt vortesten. Also wir haben hier tatsächlich eine recht kontrastreiche DNA, weil der Duft auf der einen Seite rauchig ledrig ist, auf der anderen Seite bleiben aber immer im Hintergrund so leicht frische und zitrische Duftnoten präsent und im Verlauf kommt dann auch eine alkoholische, eine Rumnote heraus, die dann auch relativ süß und würzig riecht. Der Start ist schon außergewöhnlich, weil wir auf der einen Seite eben diese Rauchigkeit haben, die wirklich intensiv und präsent ist. Auf der anderen Seite haben wir aber durch Orange und Zitrone auch so leicht frische, zitrische Duftnoten. Im weiteren Duftverlauf bekommen wir durch Rum eine alkoholische Note und dazu haben wir auch noch Strohblume und Zimt. Und vor allem Strohblume ist schon eine recht spezielle Duftnote. Es riecht relativ intensiv und auch würzig und ich finde, dass wir durch Zimt dann auch so eine leicht süßliche Note hinzubekommen. Also insgesamt kann man dann sagen, dass diese alkoholische Note leicht süßlich, aber auch intensiv würzig riecht. Im Dry-Down wird der Duft dann immer holziger und da nehme ich dann auch noch so eine leichte Tabak- und Ledernote wahr. Man muss aber dazu sagen, dass das für mich eher so zwei Duftnoten sind, die subtil im Hintergrund mitschwingen. Aber nichtsdestotrotz bekommt der Duft dadurch auch etwas leicht Ledriges und so eine leichte Tabaknote. Abschließend kommen wir einmal zu der Haltbarkeit. Die ist mit 10 Stunden richtig gut auf meiner Haut. Die Sillage ist ein gutes Mittelmaß und absolut ausreichend. Vielleicht auch noch mal etwas zu dem Einsatzgebiet des Duftes. Ich habe den Duft ganz normal tagsüber getragen. Ich finde, es ist zwar eine recht spezielle DNA, die man aber ohne Probleme auch tagsüber tragen kann. Wenn ich das Ganze kategorisieren müsste, würde ich sagen, dass es ein Duft eher so für den Abend ist, wenn man mit Freunden unterwegs ist, etwas essen geht und vielleicht auch in die Bar geht. So, dann machen wir jetzt mit Tabaco Smeraldo von dem Parfümeur und zugleich auch der Marke Miguel Matos weiter. Wir haben hier, wie der Name auch schon verrät, einen Tabakduft und einen wirklich sehr speziellen und außergewöhnlichen Tabakduft. Und um ehrlich zu sein, ist es für mich einer der außergewöhnlichsten Tabakdüfte, die ich jemals gerochen habe. Und ich finde die ganze Umsetzung und Interpretation des Themas wirklich großartig, weil es halt auch anders ist. Es ist eben nicht so dieser typische Tabakduft, sondern wirklich sehr speziell. Und dafür sorgen meiner Meinung nach zwei Duftnoten, die hier wirklich sehr intensiv sind, und zwar einmal Tabak und auch das Veilchenblatt. Veilchenblatt ist nämlich dafür bekannt, recht grün, intensiv und teilweise auch leicht krautig zu riechen. Und dadurch wirkt hier der Tabak eben nicht so typisch tabakartig, also nicht unbedingt so leicht rauchig und würzig, wie wir das aus vielen anderen Tabakdüften her kennen, sondern hier riecht der Tabak wirklich intensiv grün und leicht krautig. Und meiner Meinung nach bleiben diese beiden Duftnoten auch den gesamten Duftverlauf über wirklich sehr präsent. Das sind für mich eben so die beiden Mainplayer. Wir bekommen dann aber auf jeden Fall noch diverse holzige Noten. Also die Basis ist mehr oder weniger holzig. Im Drydown wird der Duft dann leicht moschuslastig und auf meiner Haut entwickelt sich dann auch so eine leicht ledrige Note. Das ist aber nichts Intensives, sondern für mein Empfinden eher etwas Angenehmes, was mitschwingt. Und der Duft wird dann auch noch leicht süßlich. Das liegt meiner Meinung nach an der Kombination aus Vanille und Narzisse. Auch Narzisse hat natürlich so einen leicht süßlichen, lieblichen Charakter. Aber der Duft ist und bleibt halt wirklich tabaklastig, grün, krautig, intensiv und es ist keine DNA, die irgendwie großartig süß ist.
Und zu guter Letzt kommen wir einmal zu der Haltbarkeit. Die ist überdurchschnittlich gut. Also der Duft hält wirklich locker 12 Stunden und länger. Und auch die Sillage ist wirklich sehr intensiv. Also das ist einer dieser Düfte, die ich selbst den ganzen Tag wahrnehme. Selbst nach 10, 11, 12 Stunden nehme ich den Duft noch richtig gut auf meiner Haut wahr. So, und dann bin ich auch durch für heute. Und auch wenn ich da schon eingangs sagte, es sind wirklich keine Düfte für einen Blind Buy. Aber wenn ihr etwas Außergewöhnliches sucht und selbst im Nischenbereich auch außergewöhnlich riechen wollt, dann probiert gerne mal diese beiden Düfte aus. Ich finde beide Düfte wirklich großartig. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.